Willkommen bei Stuttgart 21. Der Flughafen Stuttgart bekommt jetzt auch einen Fernbahnhof. Die beiden Zugänge zum neuen Bahnhof sind fast fertiggestellt. 30 Meter tiefer auf den Bahnsteigen laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Die Gleise liegen, nun geht es an die Oberleitungen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns an. Der neue Flughafenbahnhof liegt unter der Messepiazza, direkt gegenüber dem Hauptgebäude des Flughafens und ganz in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle. Künftig benötigen Reisende für die Strecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und dem neuen Flughafenbahnhof nur noch 6 Minuten. Bisher dauert die Fahrt rund eine halbe Stunde. Damit Züge über die Gleise rollen können, brauchen sie Strom. Und der kommt über die Oberleitungen, genauer gesagt im Flughafentunnel über eine Deckenstromschiene, die hier auf einer Länge von 1400 Metern auf beiden Gleisen montiert wird. Die Gesamtlänge beträgt folglich 2800 Meter. Wie bereits in den Tunneln und im künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof lässt sich dank des Einbaus von Deckenstromschienen der Platzbedarf für die Oberleitung im Tunnel reduzieren. Auf der Neubaustrecke zwischen Ulm und Flughafenbahnhof fahren die Züge zunächst unter einem klassischen Regelkettenwerk, ein bewährtes System für Strecken im Freien. Im Tunnel jedoch ändert sich das System. Im Übergangsbereich zur Deckenstromschiene wird das Regelkettenwerk Schritt für Schritt angepasst, der Fahrdraht geführt und die Konstruktion versteift. Im Zug fahrend erfolgt der Übergang zwischen den beiden Systemen nahezu unmerklich. Aus dem Regelkettenwerk im Freien wird eine platzsparende Deckenstromschiene im Tunnel. Bevor der Strom fließt, beginnen die Arbeiten hoch über den Gleisen. Zunächst wird genau vermessen, wo die Schiene verlaufen soll. Anschließend werden Dübel in die Decke eingebracht, um die stabilen Halterungen zu befestigen. Nun können die Halterungen montiert werden. Als nächstes folgt die Erdung. Tritt ein Fehler auf, etwa ein Kurzschluss, leitet sie den Strom in die Erde ab und verhindert so, dass leitende Bauteile unbeabsichtigt unter Spannung stehen. Alle nicht spannungsführenden Bauteile der Anlage werden mit Erdungsleitern verbunden. Dann beginnt der Einbau der Deckenstromschiene. Stück für Stück werden Aluminiumprofile eingesetzt und miteinander verbunden. Eine einzelne Schiene wiegt um die 60 Kilo und ist 10 Meter lang. Für den Einbau sind zwei Zwei-Wege-Hebebühnen mit jeweils 2 Motoren im Einsatz. Während die Arbeiter auf dem Hubsteiger die Schiene positionieren und montieren, heben 2 weitere jede Schiene hoch zu ihren Kollegen. Anschließend wird der Fahrdraht gezogen. Nach der Montage folgen Abnahme und Prüfung. Zunächst wird die Anlage geprüft und von einer unabhängigen Stelle abgenommen. Anschließend kann die Deckenstromschiene endlich unter Spannung gesetzt werden. Die ersten Züge können fahren, um zunächst zu testen, ob das Zusammenspiel zwischen Deckenstromschienen und Stromabnehmer auch reibungslos funktioniert. Erst dann ist die Deckenstromschiene funktionstüchtig, unverzichtbar für den Betrieb des neuen Flughafenbahnhofs. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine Neuigkeiten rund um das Projekt Stuttgart 21 verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke.